Ich bin Ralf Huss. Ich bin als One-Man-Show unter dem Namen Huss Markengestaltung am Markt unterwegs. Meine Dienstleistung für Kunden umfasst Strategie, Design und Kommunikationsmaßnahmen, das für unterschiedlichste Branchen und ja, eigentlich mit einem Schwerpunkt auf KMUs, also mittlere und kleinere Unternehmen. Ja, das ist so meine Wellenlänge, auf der ich unterwegs bin und das seit mehr als 20 Jahren als Solo-Selbstständiger. Ja, ich habe in Augsburg Kommunikationsdesign studiert, das ist lange her, 80er Jahre, quasi die Vorcomputerzeit, also die Design-Steinzeit aus der heutigen Sicht betrachtet. Erste Berufserfahrung in einer kleinen Agentur, später dann nach Hamburg in die große Welt der Werbung, um mich da umzuschauen und ein paar Jahre aktiv zu sein. Um dann aber auch festzustellen, da ist nicht so ganz mein Thema in dieser teilweise auch ausbeuterischen Werbewelt, Highzeit der in den 90er Jahren. Dann nach Berlin und eigentlich seit 1999 selbstständig in unterschiedlichsten Konstellationen. Angefangen hat es als eine kleine Netzwerkagentur mit Freunden aus Hamburg, zeitweilig an 3 Standorten, Berlin, Hamburg und Stralsund. Das hat sich dann ja, aus privaten Gründen wieder aufgelöst und jetzt bin ich seit 15 Jahren eigentlich solo selbstständig in Berlin unterwegs. Meine Kunden kommen aus den Bereichen, ja aus vielen Bereichen, aber so ein bisschen roter Faden in meinem ganzen Werdegang ist die Fahrradbranche. Seit 2004 für Marken wie Hercules, Cannondale, BMC, jahrelang Riese und Müller gearbeitet und aktuell einer meiner Hauptkunden ist KMC Chain Europe. Darüber hinaus Unternehmen aus ja, viel B2B, mittelständische Unternehmen aus dem schwäbischen Raum und aber auch Museum, Kunst, Einzelhandel. Also ein breites Portfolio mit vielen unterschiedlichen Erfahrungen. Für mich immer schwer zu sagen. Es gibt natürlich viele tolle Projekte, wenn man so lange arbeitet hat, immer so ein bisschen mit der Sicht der Dinge zu tun, womit man sich gerade beschäftigt. Klar ist es manchmal toll, sich in Design zu verlieren, also diese Designer-Frickelarbeit zu machen, wie ich es mal nenne, wo man so ins letzte Mühe geht. Da gibt es natürlich dann immer wieder spannende Projekte. Das letzte, das ich hatte, das war ein Packaging-Projekt für eine Whisky-Brennerei auf Rügen. Und manchmal ist aber auch der Prozess, der spannend ist. Also geht eher dann um die Menschen und die Art und Weise, wie man zu einem Ergebnis kommt. Aktuell mein größter und sicher auch vielfältigster und herausforderndster Auftraggeber ist das Unternehmen KMC Chain Europe, auch hier wieder mal Fahrradbranche. Ich habe mich also verkleinert von Fahrrad auf Komponenten. Ja, das ist deshalb spannend, weil sich da aus einer Empfehlung aus dieser Branche heraus ein sehr spannendes Projekt für mich entwickelt hat. Ursprünglich ging es darum, das Corporate Design des taiwanesischen Mutterkonzerns für Europa anzupassen. Das hat hier nicht so ganz funktioniert. Und daraus ist inzwischen eine mehrjährige Zusammenarbeit geworden. Ja, und spannend deshalb für mich, weil es ein sehr umfassendes Arbeitsumfeld ist. Ich mache eigentlich alles, die komplette Markengestaltung. Und das geht eben von der klassischen Kommunikation online, offline bis hin zu ja, für mich auch immer wieder neuen Themen wie Inszenierung im Raum. Also das mache ich natürlich nicht in Eigenregie, aber als beratender Partner, Ideenentwicklung für Office, für Messe und all solche Themen. Ich beschäftige mich mit Schulungsvideos, also ein sehr breites Portfolio und ein sehr breites Spektrum. Und das ist eigentlich auch das, was für mich spannend ist. Also eine nicht eindimensional in eine Richtung zu arbeiten, sondern alle Bereiche der Markenentwicklung abzudecken, auch immer wieder im Prozess einzugreifen, strategisch zu beraten. Das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen spielt eine Rolle, dort auch Schritt für Schritt voranzukommen. Ja, also so eine Rundum-Betreuung
für ein Unternehmen und für mich sehr befriedigend, weil sich eben auch zeigt, dass man als One-Man-Show große Wirkung erzielen kann mit den richtigen Partnern, wenn man sich darauf aufeinander einlässt, dann da Vertrauen entwickelt, die eben auch ein Unternehmen, das nicht ganz klein ist, deutlich nach vorn bringen. Das Thema Solo-Selbstständigkeit war für mich ja ein längerer Prozess. Das ist nicht als Berufsplan entstanden. Das hat sich so ein bisschen aus der Lebens- und Familiengeschichte mit Kindern auch entwickelt und hat sich immer weiter verfestigt. Das hat für mich große Vorteile, aber es birgt natürlich auch Risiken und auch Nachteile. Und zwei Nachteile, die ich so nennen kann, ist einerseits natürlich immer das Thema Networking, wenn man so im stillen Kämmerlein so vor sich hin arbeitet, quasi, ist das manchmal ein bisschen kompliziert, da so auf dem Laufenden zu bleiben. Und das andere ist eine Sache, die mich natürlich immer beschäftigt, ist das Thema Weiterbildung. Spricht immer von lebenslanger Bildung und das trifft auf unsere Branche besonders zu mit ihren permanenten Veränderungen. Da muss man immer am Ball bleiben. Und das IDZ hatte ich länger irgendwie schon im Blick und irgendwann war der Punkt, wo ich sagte, okay, da steige ich jetzt ein und das schaue ich mir mal aus der Nähe an und gucke, wie das so läuft. Und das war so der Einstieg in diese Mitgliedschaft, dort eben mich mit anderen Menschen auszutauschen und eben bestimmte Formate mitzubekommen, die mich auch gerade in dem Bereich der digitalen Themen einfach weiterbringen. Das war der Einstieg. Und irgendwann, das war eher man kann sagen, das war ein spontaner Akt. Bei einer Mitgliederversammlung habe ich dann mich quasi aktiv beworben, weil ich dachte, ich habe mir so die anderen Vorstände angeguckt und dachte, okay, es fehlt eigentlich so meine Position, der Solo-Selbstständige in Berlin, von denen es ja ganz viele gibt. Vielleicht wäre es nicht schlecht, auch so jemand im Vorstand des Vereins zu haben, der auch diese Warte beleuchtet. Und das war für mich so der Einstieg. Ich wurde dann eben auch gewählt und aufgenommen. Und ja, so kam dann eine sehr produktive Zeit im Vorstand, wo alle Themen natürlich auch der Entwicklung des IDZ sehr intensiv diskutiert wurden. Und war eine für mich auch sehr fruchtbare Zeit. Ich hoffe, ich konnte auch meinen Beitrag leisten. Aber am Ende musste ich dann auch feststellen, dass mir natürlich die Solo-Selbstständigkeit auf die Füße fällt. Das Netzwerk, das ich habe, ist so ein bisschen zu klein. Das musste ich für mich dann auch erkennen, um jetzt den IDZ als Vorstandsmitglied so richtig nach vorne zu bringen. Und das war für mich dann so die Konsequenz, zu sagen, ja, ich muss jetzt da nicht auf dem Sessel kleben, ich ziehe mich da zurück und mache den Platz frei dann für auch vielleicht jüngere Vorstandsmitglieder, die auch eine neue Sicht auf das Design und auf die Welt damit einbringen. Woher kommen die Ideen? Also mein Interesse hat sich so ein bisschen verlagert. Ich weiß nicht, so in der Anfangszeit war viel, man kaufte sich viele Designbücher und schaute sie an und hat sich ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt. Aber in der Zwischenzeit sind meine Inspirationsquellen eher viel mehr in der Kunst. Ich arbeite auch für eine Galerie, habe da regelmäßig Kontakt, deshalb ist das natürlich interessant. Was mich im letzten Jahr am meisten fasziniert hat, war eine Ausstellung in München von eines französischen Street Art Künstlers J.A.J.R., keine Ahnung, wie man den ausspricht, aus dieser Graffiti-Szene in Paris und hat angefangen nur zu kleben, hat angefangen zu fotografieren in seinem Viertel und die Bilder sind immer größer geworden, also immer einfache Schwarz-Weiß-Drucke und er macht im Grunde die Stadt zur Galerie, so das ist eigentlich sein Thema, wie er das angeht. Und er macht nicht nur die Stadt zur Galerie, er macht Landschaft zur Galerie, er macht riesige Räume zu Galerien und verändert das Bewusstsein der Menschen auf Probleme, verändert aber auch das Bewusstsein der Menschen, die dort leben, weil sie plötzlich eine Aufmerksamkeit bekommen, die sie sonst niemals bekommen würden. Also extrem, extrem spannend dann. Also.